Früher war Lego günstiger. Stimmt das aber so? Schauen wir uns das zusammen an. Hallo und willkommen auf meinem klimtastischen Kanal. Ich bin der Daniel und heute habe ich euch ein kleines Lego-Set aus der City-Reihe aus dem Jahr 2005 mitgebracht. Eine Box habe ich nicht, aber ich habe hier Bauanleitungen. Und da sieht man schon, das kennt man früher, oder das kennt man, dass viele Leute früher das gelöchert haben und so in einen Ordner gehabt haben. Man hat zwei Bauanleitungen. Ich weiß auch nicht, ob dieses Set dann in zwei Bauabschnitte unterteilt war, aber auf jeden Fall, man startet gleich mit dem Bau. Und 2005 ist ja mittlerweile 21 Jahre her und das war auch damals noch so eine Bildersuche. Ach komm, hier zeigt es in etwa, was man braucht, aber sehr oft wird nur gezeigt, wie es am Ende aussehen soll und man muss selber herausfinden. Ganz einfache Bauanleitung, ohne Schnickschnack. Ja, und davon 2 Stück. Insgesamt hat die Bauanleitung 32 Bauschritte. Das erste Buch hat 16 Seiten, das zweite hat 15 Seiten. Insgesamt macht das 4,1 Teile pro Bauabschnitt, pro Bauschritt. Und dann kommen wir schon zu den Maßen. Es ist ein kleines Set, es hat eine Länge. Ich habe dann so gemessen, quasi so wäre das etwa 18 cm, aber wenn man es ganz lang macht, so, dann wäre es sogar 32 cm. Eine Höhe, habe ich dann gesagt, so, also hier ist 9 cm, hier wäre natürlich so 10, 11, aber man kann es ja auch ganz hoch tun und dann wäre es sogar 25. Eine Breite von 9,5 cm. So. Und dann kommen wir schon mal zu was ganz Interessantem, meiner Meinung nach, und das ist der Preis. Man sagt immer, jetzt ist Lego teuer, Lizenzen, was weiß ich. Das ist ein, sage ich mal, generisches City-Set, ein Raupenbagger, eine Minifigur, meiner Meinung nach jetzt nicht großartig besondere Teile, vielleicht die Schaufel, obwohl auch die Raupen und so, keine Ahnung. Ist zu alt, dass ich das jetzt beurteilen könnte, aber schon damals hat es 20 Euro gekostet. Und es hatte auch ein Gewicht von 198 Gramm. Ich weiß jetzt nicht, mit Ersatzteilen wären wir wahrscheinlich bei 200 Gramm. Und bei 130 Teilen, also das hat tatsächlich 15 Cent pro Teil gekostet. Und 10 Euro pro 100 Gramm. City-Set, Aufkleber, hier gehören eigentlich auch noch Aufkleber dran, also das kann man hier sehen, diese Aufkleber. Ja, und das ist schon, also 15 Cent, keine Ahnung, ob sie für dieses Set sehr viele neue Formen brauchten oder so, aber mei, auf jeden Fall, das Set hat 8 Sticker, also die hier, und dann wären halt noch diese Sticker an der Seite. Es hat ein bedrucktes Teil, das ist das hier, das ist auch ein schönes Teil. Es hat eine Minifigur, eine klassische City-Minifigur, so. Hinten keine Bedruckung, keine Seitenbedruckung, nur Oberkörper vorne, netter Hut, schönes Gesicht, kein Wendegesicht. Ja, wird nun die Figur da an die Seite. Und es hat halt eine Bauzeit, 15 Minuten habe ich etwa gebraucht. Ich zeige euch ein schnelles Speedbild und danach zeigen wir, was das Set kann. Bis gleich!
I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp. Bed-faced flame. Hoffe, das Beatbild hat euch gefallen. Schauen wir, was dieses Set kann. Also hier hat es diese Gelenke, diese Hinges. Also man kann echt die Schaufel schön bewegen. Man kann auch damit dann wahrscheinlich echt gut spielen. Funktioniert gut. Man kann das Häuschen hier öffnen und abrupfen. Es hat leider keinen Sitz. Es hat nur ein Lenkrad. Nichts Großartiges. Hier eine Schaufel und das. Man kann das hier öffnen. Dann hat man hier dieses absperrbaren Ding, was jetzt nicht rauskommen will. So. Und quasi Kofferraum. Es hat diese Raupen, aber die haben sich echt mit der Zeit, also es geht. Man muss auch aufpassen beim Bau, vielleicht sieht man es hier, dass man nicht zu Ende drückt. Das sieht man tatsächlich auch in der Bauanleitung. Oh, jetzt ist mir das schon rausgefallen. Das sagen wir später. Das sieht man auch in der Bauanleitung, weil wenn man es zusammen zu fest drückt, sage ich mal, also es geht ja noch fester, und dann schaut es hier raus und dann geht es ja gar nicht. Also da haben sie echt schon erwartet, dass die Leute selber mal Sachen herausfinden, wie es besser funktioniert. Und dann geht's. Und dann haben wir diese Möglichkeit, die ihr gerade gesehen habt. Oh Mann, das ist jetzt so. Man kann diesen Stift hier rausziehen oder den Pin. Ja, und dann kann sich der Bagger auch drehen. Keine Farbkodierungen, die ich sehe. Schön gebaut. Wie gesagt, 15 Minuten Bauzeit, gar kein Problem. So als eine Erweiterung für seine City-Stadt, City-Baustelle finde ich es völlig in Ordnung. Was ich jetzt als besondere Teile finde, ist vielleicht die Schaufel, vielleicht diese Räder, Gummis, dieses Teil, das ist ein Teil, aber sonst sehe ich jetzt da nichts Besonderes. Vielleicht war das 2005 besonderer. Ja, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Heute, wenn ich zum Beispiel jetzt auf eBay schaue, gebraucht, kriegt man es auch für 10, 12 Euro. Natürlich kostet es mehr mit Box, weniger ohne Box, wenn alle Teile dabei sind, auch wieder alle, kommt alles drauf an. Original verpackt habe ich sogar für 95 Euro gesehen, also ungeöffnete Box, alles original. Ich brauche sowas nicht, vor allem nicht bei so einem kleinen Set. Es ist wirklich ein Spielset, es ist jetzt nicht gedacht für die Vitrine oder fürs Regal, aber für ein Kind super toll. Ich hatte fast alle Teile in meinem Konvolut dabei. Mir hat tatsächlich die Schaufel gefehlt. Mir hat, ich glaube, dieses Formteil gefehlt. Und vielleicht so, ich glaube, dieses Teil, also dieses gelbe Teil hat mir gefehlt mit diesem Hinge. Oder nennt man das Hinge? Ja, dieses Klacker links. Sonst hatte ich alles oder konnte ich alles aus meiner eigenen Sammlung ersetzen. Ach ja, dieses Teil hat mir gefehlt, dieses schwarze, das es dreht. Aber das war alles jetzt nicht der Rede wert, absolut nicht übelst teure Teile, meiner Meinung nach. Mir haben auch keine teuren Teile gefehlt. Die Minifigur habe ich mir auch noch besorgt, die hat mir auch gefehlt. Die war, glaube ich, auch nur 1,50 € oder sowas. Deswegen, ja, nettes Set. Super Spielset, ich finde gebraucht, 10, 12 Euro, völlig in Ordnung, neu braucht man das nicht, kann man damit spielen, auf jeden Fall. Ja, mehr kann ich echt dazu nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass wenn ich mir solche Sets jetzt ansehe und mir dann denke, das hat vor 20 Jahren, 21 um genau zu sein, 15 Cent pro Teil gekostet.
wie jetzt Star Wars. Da kann man sich echt über die heutigen Preise fast nicht beschweren. Ich meine, finde ich immer noch zu teuer, auch die heutigen Preise. Aber ich war definitiv überrascht. Ich selber dachte, dass früher alles günstiger war. Günstiger, man hat ja auch Inflation und alles, aber das ist ja nicht jetzt inflationsbereinigt, das war der Preis. Naja, das wäre die Vorstellung. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.